Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Erstmal Entschuldigung, dass einige Zeit lang keine Videos kamen. Ich hatte bis letzte Woche noch Klausuren und habe es leider nicht geschafft, Videos während meinen Klausuren zu drehen und hochzuladen. Aber jetzt bin ich wieder zurück und heute geht es um ein sehr spezielles Thema und zwar um Menschenopfer. Ich hatte in einem Video, wo ich über die 4 Zeitalter des Hinduismus rede, über Opferungen erzählt, wo Menschen Tiere den Göttern geopfert haben. Und Menschenopferungen sind die größtmöglichen Opferungen, die in einem religiösen Kult durchgeführt werden. Und diese Menschenopferungen kamen zustande, weil die Gesellschaft anfing zu glauben, sie müssen quasi den Forderungen und den magischen Kräften der Gottheit entsprechen, um das eigene Wohlergehen sichern zu können. Und dadurch fingen an, Menschen, andere Menschen zu opfern, weil sie dachten, nur dadurch den Forderungen der Gottheit entsprechen zu können. Und ich habe ein bisschen rumgegoogelt und habe zu dem Thema Menschenopferung einige Berichte gefunden, wo viele Menschen aus unterschiedlichen Gründen ihre Kinder, Frauen oder anderen Familienmitglieder geopfert haben. Und ich wollte einige davon mit euch teilen. Und bevor ich jetzt anfange, die Berichte mit euch durchzulesen, wollte ich erstmal euch davor warnen, falls irgendjemand sich mit dem Thema unwohl fühlt oder gar nichts über das Thema wissen möchte oder nicht zuhören möchte, dann bitte einfach wegschalten und nicht das Video anschauen, weil die Berichte könnten für den einen oder den anderen eben erschreckend oder verstörend sein und deswegen seid ihr jetzt hiermit gewarnt von mir und genau, wenn ihr mir jetzt nicht zuhören wollt, dann einfach wegschalten. Ansonsten fangen wir an mit dem ersten Bericht. Ich habe die Berichte auf meinem iPad, ich werde sie euch vorlesen, ich werde aber auch den Text einblenden, da könnt ihr auch mitlesen. Die erste Geschichte handelt um einen indischen Vater, der seinen 4-jährigen Sohn opfert. Ein indischer Vater hat seinen 4-jährigen Sohn einer Göttin geopfert. Die Göttin ist mir erschienen und befahl mir, entweder mich selber oder meinen Sohn zu opfern, sagte der Friseur aus dem nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh. Das berichtet die Nachrichtenagentur, ich denke, dass es heißt IANS oder IANS, ich weiß es nicht. Falls ich es falsch ausspreche, tut mir leid. Ich habe mich für Letzteres erschienen, weil der Rest meiner Familie gelitten hatte, wenn ich gestorben wäre. Hexer versprach Heilung. Die Ehefrau sagte, ihr Mann habe wegen eines Streits um Land Rat bei einem Hexer gesucht. Der Hexer habe ihm versichert, dass der Streit mit einem Opfer beendet würde. Danach habe der Friseur Visionen von der Göttin Kali gehabt und sich sonderbar verhalten. Polizei vermutet Eifersucht als Grund. Die Polizei vermutete weltliche Gründe hinter dem Mord. Die Ermittler gehen davon aus, dass Friseur seinen Sohn tötete, weil er einen Liebhaber, seine Frau, als Vater des Kindes vermutete. Kali gilt Hindus als Göttin des Todes und der Erneuerung. Ihr wurden in Indien jahrhundertelang Menschen geopfert. Das war jetzt die erste Geschichte. Vor allem der Vater, der Satz, ich habe mich für Letzteres entschieden, weil der Rest meiner Familie gelitten hätte, wenn ich gestorben wäre. Also ich hätte eher mich geopfert und mein Kind am Leben gelassen und nicht andersrum, aber da denkt auch jeder anders. Die nächste Geschichte. 5-jähriger Junge bei Kali-Ritual von Priester geköpft. Neu-Delhi. Bei einer religiösen Zeremonie wurden in Indien ein 5 Jahre alter Junge zu Ehren der Hindu-Göttin Kali getötet. Im Haus seiner Eltern und vor den Augen seiner ganzen Familie soll ein Priester, der dem tantrischen Hinduismus anhängt, den Jungen enthauptet haben. Aufgebrachte Teilnehmer der rituellen Hinrichtung sollen den Priester unmittelbar nach der Tat gelyncht haben. Nach Aussagen von Teilnehmern ereignete sich der Vorfall während der Zeremonie, also Zeremonie heißt bei uns Puja, und der Junge wurde geköpft, bevor die Familie reagieren konnte. So ein Polizeisprecher über den Ablauf der grausamen Taten. Der Vater des Jungen, ein Arbeiter auf einer Teeplantage in Assam, soll den Priester zu der Kali-Zeremonie eingeladen haben. In solchen tantrischen Kali-Riten gilt ein abgeschlagener Kopf als Zeichen der Befreiung von der Identifikation mit einem vergänglichen Körper.
Die Göttin Kali personifiziert dabei das Höchste. Aus unserer Sicht grausame Menschenopfer zur Verehrung der Götter haben in Indien eine jahrhundertalte Tradition. So köpfte vor einigen Jahren im ostindischen Bundesstaat Orissa ein Bauer seine 10-jährige Enkelin. Ihr Blut vermischte er mit Pflanzensamen, die er an einem glückverheißenden Tag aussehen wollte. Noch 2013 wurde eine 50-jährige Frau in Mumbai Opfer eines ähnlichen religiösen Ritualmords. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe noch eine Geschichte. Im letzten Absatz haben wir gelesen, dass ein Bauer seine Enkelin geköpft hat. Dazu habe ich auch einen Bericht gefunden. Bauer köpft Enkelin für gute Ernte. Ein indischer Bauer hat seine Enkelin geköpft und Pflanzensamen mit deren Blut getränkt, in der Hoffnung auf Wohlstand durch eine bessere Ernte. In der abergläubischen Hoffnung auf eine bessere Ernte hat ein Bauer im ostindischen Bundesstaat Orissa seine 10-jährige Enkelin geköpft. Der Mann habe das Blut des Mädchens mit Pflanzensamen gemischt, um diese an einem nach Hindu-Glauben glückverheißenden Tag auszusehen, sagte ein Polizeioffizier der Nachrichtenagentur, das ist dieselbe Nachrichtenagentur wie vorhin auch. Er hat den Kopf seiner Enkelin in einem Zimmer mit einer Axt abgehackt, als niemand zu Hause war, und das Blut dann in einen Topf fließen lassen, sagte der Polizist. In den Topf habe die Polizei Samen gefunden. Der Mann sei von Dorfbewohnern an die Sicherheitskräfte übergeben worden und habe die Tat gestanden. Menschenopfer zur Besänftigung der Götter gehen auf jahrhundertealte Traditionen in Indien zurück. Genau. Ja. Also es sind 3 Berichte. Noch ein letztes habe ich noch für euch. Für magische Kräfte und Reichtum. Inder opfern Kinder für Kali. Ein indisches Ehepaar ermordet 2 eigene Kinder, um die Hindu-Göttin Kali gnädig zu stimmen und um selbst magische Kräfte und Reichtum zu erlangen. Die Polizei kommt dem Ritualmord nach einer vermissten Meldung auf die Spur. Als Menschenopfer sind mindestens 2 Kinder im indischen Bundesstaat Chhattisgarh, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, für die Hindu-Göttin Kali getötet worden. Sicherheitskräfte hätten die Leichen eines 2-jährigen Jungen und eines 6-jährigen Mädchens in einem Gehöft entdeckt, sagte ein Polizeisprecher. Der Besitzer, dessen Frau und 5 weitere Verdächtige seien festgenommen worden. Während der Vernehmung hat das Ehepaar zugegeben, die Kinder selbst ermordet zu haben, um Kali gnädig zu stimmen und um selbst magische Kräfte und Reichtum zu erlangen, sagte der Sprecher. Das Mädchen sei im Frühjahr getötet worden, der Junge am Dienstag. Die Polizei war dem Ritualmord nach einer vermissten Meldung auf die Spur gekommen. Göttin des Todes und der Erneuerung. Nach hinduistischer Tradition werden Kali, der Göttin des Todes und der Erneuerung, zu bestimmten Anlässen Tiere geopfert. In vergangenen Jahrhunderten waren auch Menschenopfer an der Tagesordnung. Von Einzelfällen wird bis heute berichtet. So war im April in der Nähe eines Kali-Tempels in Ostindien die enthauptete Leiche eines Mannes gefunden worden. 2006 hatte im Norden des Landes ein Vater gestanden, seinen Sohn für die Göttin getötet zu haben. Ja, das waren jetzt 4 Berichte, die ich euch vorgelesen habe. Es gibt natürlich noch mehrere Berichte, wo von solchen Einzelfällen berichtet wird. Ich kann sowas nicht verstehen, ich kann sowas gar nicht nachvollziehen. Ich finde es schon schlimm genug, dass man den Göttern Tieren opfert. Und ich weiß auch nicht, wieso die Menschen denken, dass sie dadurch irgendwie magische Kräfte bekommen oder an Reichtum gewinnen, weil sie Menschen töten. Ich meine, dadurch begehen sie doch eher eine Sünde, wenn sie andere Menschen dafür töten, dass sie magische Kräfte bekommen und dass sie an Reichtum gewinnen. Wenn Eltern ihre eigenen Kinder töten, wenn ein Bauer seine Enkelin köpft, es ist ja, und wenn man das dann mit der Göttin dann rechtfertigt wird, dass man es für sie getan hat, das ist meiner Meinung nach einfach nur,
ihr seht, ich habe keine Worte dafür, weil ich einfach nicht weiß, was ich dazu sagen soll. Das ist einfach nur irre, was da passiert. Ich würde mich sehr darauf freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren schreibt, was ihr eigentlich über das Thema denkt. Wenn ihr mehr solche Videos über solche Themen sehen wollt, dann ja, lasst ein Abo da und einen Daumen nach oben. Und ich freue mich bis zum nächsten Mal mit einem neuen Video. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Tschüss!